kein Tropfen Benzin mehr im Tank ist. Top Speed! Jetzt läuft sie doch nicht mehr. Ich stehe hier mitten auf der Landstraße. Partie, partout. Partie, Partie, partout. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben natürlich Wochenende. Es ist Gott sei Dank schönes Wetter. Natürlich muss man das ausnutzen. Und da habe ich mir gedacht, ich fahre eine Runde und nehme dabei ein Video auf. Heute soll es darum gehen, wie weit komme ich mit der Beta RR50 mit einem vollen Tank plus Reserve. Ganz wichtig, plus Reserve. Als ich das letzte Mal probiert habe, war es nur der volle Tank. Also da hatte ich noch Reserve übrig zum Schluss. Und ja, diesmal werden wir so lange fahren, bis wirklich kein Tropfen Benzin mehr im Tank ist, also wirklich komplett leer ist. Wie immer natürlich jetzt schon mal ein Like da lassen, den Dreckskanal abonnieren und auf gar keinen Fall die Glocke aktivieren. Wenn ihr mich supporten möchtet, schaut gerne die vollen Werbeclips bei meinen Videos, also egal ob es vor dem Video, in der Mitte vom Video oder am Ende vom Video ist. Das unterstützt mich sehr und hilft mir, den Kanal weiter auszubauen. Ich liebe sie. Falls ich neue Zuschauer habe, das ist die Beta RR50 2021 Enduro, einer der neuen Euro 5 Modelle. Ich habe jetzt einen Sportauspuff oben, die CDI ist entdrosselt und ich habe ein 13er Ritzel verbaut. Soweit zum Bike. Wie man sieht, hier ist der Benzinhahn, so ist er geöffnet, so ist er geschlossen und das ist Reserve. Also werden wir zuerst auf offen fahren, bis der komplett leer ist, dann auf Reserve und mal gucken, wie weit wir dann noch kommen. Falls ihr euch fragt, wie ich dann weiterkomme, wenn ich irgendwo in der Pampa stehe ohne Benzin, dann gibt es einen kleinen Helfer und zwar ist das mein Benzinkanister. Der gute alte Benzinkanister. Ich werde jetzt dann kurz tanken fahren, einmal die Karre voll machen mit Benzin und einmal den Kanister. Der Rucksack wird so extrem schwer werden. Richtig nice, Alter. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie viel Kilometer ich oben habe, damit wir das dann abziehen können und schauen können, wie weit wir gekommen sind mit einem vollen Tank plus Reserve. Alles klar, perfekt. Wir haben genau 1700 Kilometer oben. Ich fahre kurz nach vorne zur Tankstelle und tank das Bike voll und den Benzinkanister. Jo, Fingerbruch zum Start. Hier drücken. Karte wurde abgelehnt. Perfekt. So, dann würde ich mal sagen, mach zuerst den Kanister voll. Ich habe keinen Plan, wie viel da reingehen. Ich glaube 5 Liter. Sind jetzt bei 5,55 Liter. Dann hier nochmal das Bike voll machen. Nice Karre. Okay, anscheinend ist sie gesättigt. Der Kanister ist so gut wie voll. Ich hoffe, der rinnt mir nicht aus, sonst habe ich ein ganz anderes Problem. Jo, ich hoffe, der bleibt einfach zu. Gib das hier mal rüber auf Verdacht. Vielleicht kriege ich ihn auch so rein. Geht eigentlich. Jo, ist der schwer. Okay, let's go. Okay, let's go. Benzinhahn ist offen. Perfekt. Wir haben 14,52 Euro gezahlt. Das sind 8,86 Liter, was ich gesehen habe. So, die Frage ist, wo fahren wir jetzt hin? Also das Bike ist voll, der Kanister ist voll. Dann kann der Test ja losgehen. Ich melde mich dann, wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin. Ich habe hier kurz Pause gemacht am See. Wie man sieht, ich bin jetzt 12 Kilometer gefahren. Ich glaube, ich werde das Ganze auch an 2 Tagen aufnehmen. Alles klar. Fühlt sich echt komisch an, mit 6 Liter Benzin am Rücken herumzufahren. Geht auf jeden Fall richtig auf den Rücken. Geile Brille, Bro. Also ich schätze mal so mit Reserve werden wir, sagen wir so 110 bis 120 Kilometer weit kommen. Schätze ich mal. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Also ich glaube, wenn sie komplett original ist, kommt man auch ohne Reserve. Ich glaube so 130 Kilometer würde ich mal schätzen circa. Wir werden es herausfinden. Das Gute ist daran, wir haben schönes Wetter. Also bei Regen hätte ich jetzt keine Lust hier rumzufahren. Hier wäre schon mal eine Tankstelle. Gut zu wissen, meine Freunde, gut zu wissen. Und raus aus dem Ortsgebiet. Diese übertriebene 50er Power, es ist unfassbar. Jo, fette G-Klasse. Ich glaube, damit kannst du über einen Panzer fahren oder so und die G-Klasse würde es nicht jucken. Um es werbefreundlich zu sagen, mein Hintern tut jetzt schon extrem weh, weil der Rucksack mit den 6 Liter Benzin mich komplett nach unten drückt. Also ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Plan, wo ich jetzt hinfahre, aber ist auch mal nicht schlecht. Mal ein paar neue Ecken kennenlernen und so. Ihr wisst Bescheid. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie weit ihr so kommt mit einer Tankfüllung und auch
auch gerne, welches Motorrad oder Moped ihr fährt. Würde mich mal interessieren, wie weit ihr so kommt. Also ich glaube, mit einer Viertakter kommt man auf jeden Fall weiter als mit einer Zweitakter. Aber würde mich mal interessieren, überrascht mich gerne. Ich glaube, hier war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ist immer ganz cool, wenn man Videos aufnimmt, kommt man einfach an Orte, wo man noch nie war. Wenn ich die Kilometeranzahl habe, dann kann ich mir eigentlich auch den Verbrauch pro 100 Kilometer ausrechnen. Also ich glaube, warm gefahren ist sie jetzt. Und zwar 100%ig. Also Leute gibt es. Hey, ein Hase, was geht? Ich denke mir nur so, mein komplettes Moped ist rot, hellrot, wisst ihr? Und meine Jacke auch noch dazu, rot, weiß, blau. Also wie offensichtlich soll ich es noch machen, dass ich mit dem Moped fahre? Es wird immer solche Leute geben. Oh, ein Pferd, was geht? Ich werde jetzt noch nach Hause fahren. Das sind so 20 Kilometer, glaube ich, circa. Also für mich geht es morgen weiter, für euch gleich nach dem Cut. Eine Ewigkeit später. Jo, neuer Tag, neues Glück. Der Tank ist letztes Mal nicht leer geworden, beziehungsweise die Reserve. Also geht es heute weiter. Wir sind jetzt bei 1755 Kilometer. Ich würde sagen, ich laber gar nicht viel, sondern fahre gleich weiter. Ich habe die Karre gerade ein bisschen warm gefahren. Rollerfahrer, was geht ab? Es soll anscheinend gleich mal zu regnen beginnen. Also wieder mal perfektes Wetter, meine Freunde. Ich hoffe, es hält noch ein bisschen aus, bis ich das Video fertig gedreht habe. Aber ja, mal schauen. So, genau mein Parkplatz. Da, wo ich hingehöre, Kappa. Die 6 Liter Benzin im Rucksack sind doch etwas schwerer, als ich gedacht hätte. Rollerfahrer, die zweite. Ich werde jetzt mal so 20-30 Kilometer fahren und dann schauen wir mal, ob ich noch Tank habe. Ich bin gerade Vollgas gefahren. Sie ist mir, glaube ich, zweimal fast abgestorben. Also sie hat kein Gas mehr angenommen. Dann bin ich kurz an die Seite gefahren und dann ging es eigentlich wieder. Ich glaube, das liegt daran, dass ich die Gemischschraube zu weit reingedreht habe, dass sie zu wenig Benzin bekommen hat. Da ich unterwegs bin und keinen Schraubenzieher mit hatte, habe ich das jetzt ganz professionell mit meinem Stanley-Messer gemacht. No! Man kennt ihn. Ich habe sie jetzt wieder 2 ganze Umdrehungen rausgedreht. Mal schauen, wie sie jetzt läuft. Jo, ich stehe auf der Schnellstraße an der Seite und entweder der Benzin ist leer oder irgendwas anderes ist das Problem. Schau mal zur Sicherheit die Reserve rein. Damit ich hier vom Fleck komme, erstmal auf die Autobahn. Alles klar. Ich werde kurz voranfahren. So, ich stelle jetzt wieder auf normalen Tank und nicht mehr auf Reserve. Geile Oldtimer. Lass uns mal gucken. Bis jetzt läuft sie auf jeden Fall. Oha, der hat einen TM Racing Sticker oben und einen Motocross Sticker. Bestimmt einer meiner Zuschauer, Kappa. So, jetzt läuft sie. Dann schmiert sie auf einmal ab. Und jetzt läuft... Okay, jetzt läuft sie doch nicht mehr. Alles klar. Erstmal hier runter. Jo, das war's dann mal wieder komplett, Digga. Alles klar. So, mal schauen. Aber wenn ich sie jetzt... Okay, entweder der Benzin ist jetzt ganz leer. Wir sind bei 1780 Kilometer. Jo, ich glaube, der Benzin ist ganz leer. Oder ich habe einen Motorschaden. Mal schauen. Jo, nee, ich glaube, der Benzin ist leer. Jo, der Benzin ist leer, also 80 Kilometer sind wir mit dem Tank gekommen. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir mit der Reserve kommen. Erstmal ein bisschen laufen lassen, das ist wie beim Pissen. Also das kannst du keinem erzählen, ich mache echt die Videos. Auf dem Gehweg fährt sich's am besten, habe ich gehört. Dann mal wieder auf die Straße. So, 80 Kilometer sind wir nur mit dem Tank gekommen. Jetzt werden wir mal schauen, wie weit wir plus Reserve kommen. Ich hoffe, ich bleibe nicht irgendwo liegen, wo 100 Autos hinter mir sind. Das wäre nicht so nice. Ich glaube, mit der Reserve kommen wir so, ja, was würde ich schätzen? Ich sag mal höchstens 20 Kilometer. Vielleicht auch nur 10 oder 15. Immer schön spritsparend fahren, sonst kommen wir nie auf die 100 Kilometer. Ich fahre jetzt wieder ein paar Kilometer und dann melde ich mich zurück. Ich bin jetzt ein bisschen Upside gefahren, damit ich nicht so viele Leute störe. Bei einer Aprilia, sehr schön. Ich bin jetzt schon 10 Kilometer mit der Reserve gefahren. Also der Wind geht so extrem, das ist abnormal. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich ein Tornado bei meinem Glück. Geben wir mal Vollgas, damit die Kiste leer wird. Also das Wetter ist echt nicht das Beste zurzeit. Ich möchte lieber 20 Grad und Sonnenschein als so etwas. Aber bis jetzt schlägt sie sich tapfer. Bis jetzt läuft sie ganz gut. Topspeed. Motor explodiert gleich. Perfekt.
So, ich hoffe, ihr seht was. Es ist die ganze Zeit ein bisschen am Regnen. Aber was willst du machen? Das Wetter können wir schlecht beeinflussen. Die Reserve hält wirklich länger, als ich gedacht hätte. Wir sind jetzt schon 15 Kilometer mit der Reserve gefahren. Also für den Aufwand, den ich mir hier mache, will ich auf jeden Fall ein Like sehen. Mich drängt es schon die ganze Zeit von der Straße ab. Das ist so zum Kotzen. Ich glaube, ich muss einfach zunehmen. Auf der Seite gibt es so einen kleinen Pannenstreifen. Den kann ich ganz gut gebrauchen. Ich sag's euch, Freunde, mein mein Hinterteil tut schon extrem weh. Meine Hände auch. Ich spüre sie fast nicht mehr. Einfach nur nice, meine Freunde. Einfach nur nice. Wir sind jetzt bei 1801 Kilometer, also insgesamt sind wir schon 101 Kilometer gefahren und mit der Reserve jetzt 21 Kilometer, das ist eigentlich echt krass. Wahrscheinlich kommen wir noch 100 Kilometer mit der Reserve, was ich nicht alles für euch mache. Ah, perfekt, hier gibt es eine Umleitung, aber da scheißen wir drauf. Oder auch nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Erstmal ein bisschen Enduro fahren. Okay, beste Baustelle. Jo. Da die nette Reserve nicht ausgehen will, mache ich kurz einen Cut und wir sehen uns, wenn die Reserve leer ist. Es ist extrem kalt, ich spüre meine Finger nicht mehr, es regnet die ganze Zeit, also bis gleich. Ich bin jetzt, glaube ich, 60 Kilometer gefahren mit der Reserve. Es regnet die ganze Zeit. Alles klar, Digga. Richtig geil. Endlich ist die Reserve mal leer. Und ich stehe hier mitten auf der Landstraße, wo Autos mit 150 vorbeifetzen. So, die Frage ist, wie komme ich hier weg? LKW wird mich gleich überfahren. So, ich muss hier runter. Wahrscheinlich legt es mich gleich voll auf die Fresse. So, wir sind jetzt passt mal auf, meine Freunde. Wir sind bei 1848 Kilometer. Ich bin mit 1700 losgefahren. Das heißt, wir sind insgesamt 148 Kilometer gefahren. Bei 1780 war der Tank leer. Das heißt, wir sind 68 Kilometer mit der verdammten Reserve gefahren. Das ist mehr als die Hälfte vom Tank. Was zur Hölle ist das? Emotional damage! Ah, ich bin tiefenentspannt. Ich dachte so, ja, easy. Fährst so 10 Kilometer, 20, dann ist das Teil safe leer. 68 Kilometer, ja moin. So, es läuft anscheinend wieder. So, fahren wir sie noch komplett leer. Wahrscheinlich kommt man mit der Karre jetzt immer noch 10 Kilometer. Jo, leer wird sie anscheinend auch nicht mehr. Ich kann wahrscheinlich immer noch 100 Kilometer fahren oder so. Mal schauen, ob ich sie noch leer bekomme. Jetzt fährt sie wieder wie wenn nichts gewesen wäre. Das Wetter ist auch so Alter. Jo, okay. Jetzt ist sie komplett leer. Es regnet die ganze Zeit. Es ist so ein Ab. Schnell von der Straße weg. Also wer hier kein Like da lässt, ist echt ein Untermensch. Stellen wir wieder auf normalen Tank. Okay, wir sind jetzt 1853 Kilometer gefahren. Insgesamt 153 Kilometer mit dem kompletten Tank. Und nur mit der Reserve 73 Kilometer. Was zur Hölle? Ich wette, wenn ich die jetzt noch schütteln würde, den letzten Rest vom Benzin rauskitzeln würde, würde ich immer noch 20 Kilometer kommen. Verzeiht mir, dass ich ein bisschen piss bin, aber es ist kalt, ich spüre meinen Körper nicht mehr, aber ich wollte das Video einfach fertig haben. Irgendwer muss es ja probieren. Jetzt werden wir hier professionell tanken. Stellt euch vor, ich habe jetzt den Benzinkanister vergessen. Okay, da hört man einfach gar nichts mehr. Jetzt kommt mein wunderschöner Benzinkanister zum Einsatz. Bam! Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, circa 6 Liter feinster Benzin sind da herinnen. Hab damit. Was macht ihr so am Wochenende? Also ich fahre ein paar 100 Kilometer mit dem Moped, bis es leer ist, aber sonst ja. Wenn wenigstens das Wetter gut wäre, aber nein. Ich schwör's euch, wenn der Sommer nicht besser wird, ich wandere aus. 3 Stunden später. Wie es auch einfach keinen interessiert, was ich hier mache. Beste Leben. So. Hauptsache ich komme damit nach Hause, aber mit der Reserve kommt man bis nach Djibouti und wieder zurück. Den Stöpsel rauf. Danke für deine Dienste. Ja, grüß mich nicht. Danke für nichts. Wir sind also insgesamt 153 Kilometer gefahren. Also 80 Kilometer mit dem normalen Tank und 73 Kilometer mit der Reserve. So, meine Freunde, ich bin froh, dass das vorbei ist. Ich glaube, ich bekomme eine Lungenentzündung. Schreibt mal in die Kommentare, wie weit ihr mit euren Mopeds kommt. Mit Reserve, also voller Tank und Reserve. Die Ehrenmänner und Ehrenfrauen lassen natürlich ein Like da, abonnieren den Dreckskanal und aktivieren auf gar keinen Fall die Glocke. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!